Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Session. Ich freue mich, dass ihr heute wieder live dabei seid und für alle, die sich das im Nachhinein angucken. Ich freue mich, dass du Lust hast zum Singen und zum Gitarre spielen, denn darum geht es heute. Und ja, jetzt schauen wir doch gleich mal, wer alles live dabei ist und dann gucken wir mal, ob das heute wunderbar klappt. Gib mir mal ein Feedback bitte zu Bild und Ton. Und guck mal, jede Menge Zuschauer hier. Hallo Heinz, wer war als erster? Wolfgang. Hallo, Grüße an euch alle. Alle meine Online-Schüler. Wie toll ist das denn? Ist das nicht großartig? Erwin, Werner, Oliver, Manuela, Stefan, Uwe. Hammerhart, das ist ja schön. Super. Heribert. Karl-Heinz, Grüße. Hallo, super. Zu viel Hall? Oh, das gibt's halt ab und zu mal, ne? Ich ziehe mal das Mikro ein bisschen näher. Vielleicht ist der Hall dann weniger. So. So. Also, Hall ist hier normalerweise nicht aktiv. Höchstens von meiner Gitarre. So, gut. Super. Hallo, hallo Rainer. Als erstes, bevor wir uns ranmachen an das Thema Akustikgitarre, Gesang, 10 Lieder, die zu jeder Partyzusammenkunft oder Lagerfeuer passen, gleich mal vorneweg ein paar Gedanken von mir. Ich habe jetzt hinten nochmal reingeschrieben Volume 1, denn es ist natürlich ein bisschen ein Quatsch, da jetzt 10 Lieder zu präsentieren. Ich habe jetzt mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, welche ich da aussuche, aber es gibt so viele. Es gibt hunderte Lieder, die funktionieren. Ne? Hunderte, Tausende. Also, ihr kennt sicher die Das Ding Hefte. Ne? Gelb, Rot, Grün und Blau. Mittlerweile gibt es 4 Stück davon. Und allein in diesen 4 Heften sind über 1600 Songs, die man für jede Party verwenden kann. Da ist alles dabei. Aber ich habe mir so ein paar Klassiker ausgesucht, just for fun, um euch zu zeigen, wie man mit einfachen Mitteln diese Songs spielen kann, um dann auch mit euch zu interagieren und die ein oder andere Frage zu beantworten, die vielleicht auftaucht. Vorneweg, was du brauchst, egal wo du dich befindest, und wenn du keine Verstärkung dabei hast, sondern nur deine Gitarre, ist ein Stimmgerät. Also ein Stimmgerät ist ganz, ganz wichtig, sodass deine Gitarre in Tune ist. Das ist Utensil in der heutigen Zeit Nummer 1. Und heute gibt es da ja alles. So, das E war ein bisschen hoch. Das würde natürlich schräg klingen. Ich teste dann immer so mit dem G-Dur-Akkord. Ich habe ein bisschen hier noch meine Gitarre verstärkt, hier, wie ihr sehen könnt. Nicht über den Pickup, sondern hier über die Pezos. Und ich gehe hier hinten raus über den Funksender, über das Relay. Ich gehe in den Helix und habe da so einen schönen Hi-Watt Preamp mit ein bisschen Hall. So, dass das Ganze, vielleicht schalte ich den ein oder anderen Chorus noch hinzu. Aber grundsätzlich zu den Tools, das bitte niemals vergessen, wenn du irgendwo unterwegs bist mit der Gitarre, gestimmt sollte sie sein. Das nächste essentielle Tool ist neben dem Stimmgerät, ist ein Capodaster. So, das ist da kannst du dir, ja, ich habe hier mehrere, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich habe hier nur eines. Ne? Das ist ein Klassiker hier, das G7. Ja, machst du hier drauf zum Beispiel, einen dritten Bund und dann. Dann bist du nämlich flexibel in den Tonarten. Also das Capodaster ist ein Muss. Ja? Warum? Nimm mal an, du hast jetzt 3, 4 Sänger oder Freunde oder Kumpels, die singen wollen, oder die eine oder andere Frauenstimme, die ja meistens höher liegt wie unsere. Und dann hilft so ein Capodaster ungemein, wenn es plötzlich heißt, oh, das ist nicht meine Tonart. Dann probierst mal so 2, 3 Bünde höher zu gehen. Das hilft dann meistens sehr, sehr gut bei den höheren Stimmen. Also.
So meine Tonart, meine Stimme fühlt sich sehr wohl in G-Dur. A-Dur wird dann schon grenzwertig. C-Dur, singe ich ungern. Ne? G-Dur-Tonalitäten sind für mich perfekt. Deswegen werdet ihr auch jetzt mehrere Lieder in G-Dur erwischen. Ja? Ist bei euch auch der Ton? Der Ton kann nicht weg sein. Das ist hier alles soweit bestens und zigfach geprüft. Das kann nicht sein. Ne? Bild und Ton, okay, eben. So, es ist ja schon das 1000. Video. Ne? Also, Capo, Duster, ganz wichtig, ohne das Teil bitte mit der akustischen nicht unterwegs sein. Das hilft enorm. Okay? Horst, du machst das richtig Spaß, ist der Motor, ohne den kommt man nicht wirklich weit, gerade wenn es um repetitives Üben geht. Dankeschön. Es geht um Spaß. Ja? Super. So, wir sind schon bei 99 Zuschauer, gleich haben wir die 100 geknackt. Das ist sehr schön, das freut mich. So, jetzt bitte nochmal, die Songs, die jetzt kommen, die sind nicht in Stein gemeißelt. Da ist alles dabei. Da ist es mal ein bisschen lustig, es ist mal, ne, bitte nicht gleich beim ersten Song sagen, oh, das Lied gefällt mir nicht und ich schalte jetzt dieses dumme Video ab, was labert da der Typ. Nein, hör dir das an, die Songs sind bewusst ausgesucht und genieße es einfach und geh ein bisschen weg von diesen 5-Minuten-Videos, von denen man wenig lernt. Ne? Das ist hier ein bisschen länger, aber dafür auch eine Menge an guter Information und an Wissen für dich. So, ihr dürft bei der ersten Nummer gleich lachen. Bevor ich aber loslege, geht es ums Prinzip. Ne? Nicht um die Songs. Das ist mir ganz, ganz wichtig, so wie der Sascha jetzt schreibt. Es geht tatsächlich ums Prinzip und nicht um die Songs. Deswegen wird es auch ein Volume 2, Volume 3, Volume 4 geben. Denn was ich von euch will, ist, dass ihr mir auch eure Gedanken unter dem Video dann schreibt, wenn es online ist, und mir reinpackt, welche Songs ihr als absolute Party-Klassiker kennt und gerne spielt. Und dann werde ich die in Volume 2 berücksichtigen. Ist das ein Angebot? Also, super. Also macht euch mal keinen Kopf. Das erste Lied, ich mache es alphabetisch. Ne? Das erste ist schon mal ein Lacher. Bin ich mir ganz, ganz sicher bei euch. Jetzt habe ich schon den ersten Lacher, dann gut. Also gehen wir hier hoch und zwar schauen wir mal, was das ist. Also, worum geht's hier? Nur Kreuzberger Nächte, ja, aber ist auch auf der Liste, natürlich. Also, Living Next Door to Alice ist natürlich ein Klassiker von Smokey. Du kannst das Lied auch auf Deutsch singen. Ne? Ich packe hier noch ein bisschen einen Chorus hinzu, dass das Ganze dann hier so richtig schön voll, so fast schon wie eine 12-seitige klingt. Sally called when she got the word. So, bevor du loslegst mit dem Singen, das Lied solltest du zumindest mal gehört haben. Du solltest es zumindest mal gehört haben und ein bisschen kennen. Ne? Und das ein oder andere Mal geübt haben. Ne? Also wir haben hier G-Dur, C-Dur, D-Dur. Und das sollte es auch im Grunde genommen schon gewesen sein. Sally called when she got the word. She said, I suppose you heard about Alice. When I went to the window and I looked outside, I could hardly believe my eyes as the big limousine pulled slowly into Alice's drive. I don't know where she's leaving, nor where she's gotta go. I guess, so jetzt scrollen wir mal kurz. I guess she's got her reasons, but I just wanna know. 24 years living next door to Alice. Und jetzt seid ihr dran. Normalerweise mache ich das dann so, wenn ich live bin, dann sage ich dann so, und jetzt seid ihr dran. Und alle singen dann Alice, who the is Alice? Ne? Ich lasse mal das Wort jetzt weg, damit mein Video nicht unter die Zensur fällt. Ne? Okay. Und warum so ein Lied? Es ist jetzt alphabetisch, wie gesagt. Das hätte auch ein ganz anderes sein können. Die Leute können mitsingen. Es macht Spaß, es ist einfach, es ist stressfrei.
Und vor allen Dingen, es ist ein Lied, wo du jemand mit reinnimmst, wo du ihn beteiligst. Die Leute sollen mitsingen, darum geht es bei Party, Zusammenkunft, Lagerfeuer, okay? Also, und dann geht das Ganze dann weiter. Jetzt gehen wir kurz auf den Rhythmus ein. I don't know where she's leaving. Also hier hast du den Klassiker. 2 runter, 2 hoch und einen doppelten. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Cause for 24 years I've been living next door to Alice und so weiter, ne? Und das war es auch schon in den Strophen bei dem Song. Ich gehe jetzt natürlich zügig durch die Songs durch heute. In den Strophen hast du bei diesem 3-Akkord-Lied, also grundsätzlich kein Stress, sondern du kannst einfach ein Picking-Muster machen. Sally Cole, she got a word. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 3 runter, 3 hoch und die dünne E-Seite leicht betonen. Hallo an alle neu hinzugekommenen. Heute geht es hier um Spaß. Hört euch nur die Begleitung an. Also immer mein Tipp ist, bevor es dann in den Refrain geht, schon mit dem Rhythmus anfangen. I don't know where she's leaving. Also 3 runter, 3 hoch, Rhythmus, 3 Akkorde, einfach. Und im Refrain bei solch einem Lied bitte das Publikum dazu bewegen, mitzumachen. Das ist nämlich wichtig. Gleich beim ersten Song nicht bescheiden sein, nicht zurückhalten, wenn es bei einer Party ist. Eine Gruppe um dich bilden und sie zum Singen animieren. Das kann natürlich ein anderes Lied sein. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal alphabetisch vor bei den 10 Songs, die ich für heute ausgesucht habe. In Volume 2 machen wir dann 10 von euren Vorschlägen. Das wird ganz bestimmt saulustig. Also, seid ihr dabei? Gut, nächstes Lied. So, ich gehe jetzt dann schon mal auf den nächsten Song. Und das ist natürlich ein Mega-Klassiker. Jeder kennt ihn. Jeder kennt ihn. Okay. Country Roads, it's a must. Der Rainer hat es schon geschrieben, bevor ich es überhaupt hochgeladen habe. Das ist, jetzt sind wir schon von A auf C gesprungen. Das ist also Country Roads. So, und hier hast du mehrere Optionen beim Rhythmus. Ein ähnlicher Rhythmus kannst du spielen. Aber ich würde dir empfehlen, mal so einen Country-Rhythmus zu probieren. Übrigens, ab diesem Song, ab dem zweiten Song hier, habe ich zu allen Liedern, die jetzt folgen, schon Tutorials gemacht, so dass du dir dann das wirklich in Ruhe angucken kannst und in die ganzen Details reingehen. Also alle Songs, die jetzt folgen, sind, glaube ich, mittlerweile mit Tutorials von mir versehen, so dass du das alles im Detail lernen kannst. So, Achtung! So, hier hast du diesen typischen Country Groove. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River, life is over there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze, country roads. Take me home. So, let's scrollen here to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country Roads. So, bei Country Roads geht es darum, gute Laune zu verbreiten. Also man muss da keine große Philosophie draus machen, einfach nur rauf und runter. Und die 3 betonen. So oft ist es bei diesen Rhythmen so, dass man nach dem Schlagzeug geht. Wenn jetzt kein Schlagzeug dabei ist, dann ist es gar nicht so wichtig, dass du genau
diese typische Country-Begleitung machst, sondern es ist wichtiger, eine Begleitung zu machen, die sich mehr an dem Groove und an dem Rhythmus des Schlagzeuges orientiert. Bei Country Roads würde ich dir empfehlen, rauf und runter mit einer leichten Betonung auf die 3. Also ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben, dass du das hörst. Hallo an alle, die neu hinzugekommen sind. Das ist alles, was du können musst bei Country Roads. Na, 1, 2, die 3 betonen, 4. Country roads, take me home to the place. So, was du dann noch machen kannst, ist auf der 1 immer die Bassnote. Die du spielst, also G, D, C und wieder das G. Und das war es auch schon mit Song Nummer 2. Das war Country Roads, ein absoluter Klassiker. Tutorials zu den Songs habe ich gemacht. So, das nächste ist, ich glaube, zu dem habe ich noch kein Tutorial, aber wir gucken mal rein. Auch ein Klassiker, wir springen jetzt auf den Buchstaben H und landen bei, dreimal dürft ihr raten, Hey Jude. So, und jetzt haben wir hier Klavier, ne? Klavierbegleitung. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude und so weiter. So, was du jetzt siehst, ist eine Begleitung, die ein bisschen an ein Klavier erinnern soll. So dieses links-rechts. Da, 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 da. Also Finger, Daumen. Finger von unten. Ja, ihr fragt euch sicher, wo hat er jetzt sein Plektrum versteckt? Ich habe es immer hier im Mittelfinger eingeklemmt. So, eins müsst ihr wissen, so ein Lied jetzt zum Beispiel in F-Dur ist kein typisches Gitarrenlied. Ja, F ist eine Keyboard, absolut eine Lieblingstonart am Keyboard, S genauso und B. Und für die Bläser und wenn du jetzt ein Orchester hast, ist das eine angenehmere Tonart wie die klassischen Gitarrentonarten. Deswegen ist F für uns natürlich ein bisschen schwieriger, weil man dann gleich zum Beispiel mit einem F-Dur-Akkord im Barré anfängt. Du kannst so ein Lied natürlich zum Beispiel transponieren. Bedeutet, du legst es einfach einen Ton oder einen Halbton tiefer, so wie es dir gefällt. Ein Halbton tiefer wäre es ein E. Oder in D. Oder in C. Jude. Don't make it bad. Jetzt muss ich schon im Kopf transponieren hier. Einen Ton tiefer. Und dann hast du die Möglichkeit, das tiefer zu singen, weil F-Dur ist jetzt nicht eine Tonart, die jedem liegt und F-Dur ist auch nicht unbedingt einfach zu spielen. Aber jetzt gleich mal ein Tipp. Sagen wir mal, du bist noch relativ am Anfang. Aber du weißt, wie ein Power-Chord geht. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember. So, wenn dir der zu schwer fällt, ne? Oder so wird er eigentlich gegriffen, der B. Dann machst du einen Power-Chord raus. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. So, dann im Refrain haben wir hier schon ein bisschen schwierigere Akkorde, also das Lied solltest du üben.
F7 ist ohne den kleinen Finger. Anytime you feel the pain. So, hier hast du was Interessantes. Wenn du so etwas siehst in einem Lied mit Begleitung, dann bedeutet es, Querstrich, dass der Akkord zwar gleich bleibt, ne, B, aber mit A im Bass. Das wäre dann so. Ganz interessant. Anytime you feel the pain, hey, Jude refrain. G-Moll 7, so hier kannst du wunderbar Barré-Akkorde trainieren. So ein G-Moll 7 mit einem F im Bass, was ist denn das? So, das ist einfach nur so gespielt. Du kannst hier eigentlich im Grunde genommen das weglassen und dann hier die Note, den Akkord so spielen. Du hast dann hier das F im Bass und hier den Mollakkord. Ne? G-Moll mit F im Bass. Wenn du ihn wirklich cool greifen willst, dann machst du ihn so. Na? So wäre der dann, aber muss nicht unbedingt sein. Bleib einfach im G-Moll. Carry the world. Und hier C7, hier an der Stelle, C7 mit E im Bass bedeutet, du spielst einen C7-Akkord mit der dicken E-Seite. Das ist typisch Klavier. Upon your shoulders, for now you know that it's a fool who plays it cool by making the world a little colder. Da, 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 da. So, und das war's auch schon bei Hey Jude in der Begleitung. Jetzt spiele ich ohne Singen einfach mal nochmal, dass du das hörst und siehst. Dann im Refrain ein und dann hast du noch am Ende des Songs am Ende hast du das da 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 Hey Jude. F. So, das S greife ich als verschobene C-Dur-Akkord. Das ist ein schwerer Griff, aber er klingt halt einfach sehr, sehr schön. Du kannst ihn aber auch so greifen, als verschobenes A. So, das wäre auch ein S. Und dann wärst du gleich in der Position, hier dein B zu spielen. Eine andere Variante ist F. Dann hier das D, verschieben um einen Halbton, den kleinen Finger hier hochpacken. Das B hier spielen und dann das F. Super, danke für deine Aufmerksamkeit. Das war auch schon Song Nummer 3. Hey Jude ist am Ende des Songs etwas Großartiges, weil alle Hey Jude, yeah, alle mitmachen können und dann kommt eben diese Bombenstimmung auf. Also ein echter Klassiker. So, nächster Song. Natürlich, ohne den geht gar nichts. Ich glaube, das Lied habe ich schon tausende Male gespielt.
Und da singen dann alle mit. So, wenn du jetzt alle mitgesungen hast, richtig, Jasminchen, das gefällt mir, ja. Und dann kannst du natürlich das hier bringen. Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. So, du hast hier zwei Varianten. Du hast hier die Variante von Bob Dylan, ein bisschen ruhig, und dann die Guns N' Roses Variante. Im Grunde genommen hast du im ganzen Lied immer G-Dur, super Training auch für dich, D und A-Moll. Hier empfehle ich zum Beispiel in der Strophe kann man auch wunderbar ein Picking-Muster machen, aber wenn die Stimmung so ein bisschen schon hochgekommen ist, dann kann man einfach auch begleiten. Mama, take this badge from me. Also ihr wisst schon, ich verwende Picking-Muster Nummer 1 bei dem Song, das ist 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Das Einzige, was sich ändert, ist der Basston. Dieses Picking-Muster ist sehr gut. Also im Grundkurs, wenn du jetzt noch relativ am Anfang bist, im Grundkurs habe ich ausführlich diese 3 Picking-Muster. Das hier, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ist ein Muss. Dann das Eric Clapton, 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Und die Mischung der beiden, wie du es findest bei Behind Blue Eyes. Diese 3 Picking-Muster solltest du drauf haben, wenn es darum geht, solche Lieder zu begleiten. Okay? Ansonsten bei den Rhythmen kannst du dich relativ einfach orientieren am Schlagzeug. So, hier bei Knockin' on Heaven's Door hast du dann im Refrain Knock, knock, knocking on heaven's door. In der Bob Dylan Version hast du ein A-Moll, in der Guns N' Roses Version hast du ein C. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah. Je nachdem, welche Variante du bevorzugst, aber du kannst auch ganz normal wie Bob Dylan Knock, knock, knocking on heaven's door. Hier noch ein Tipp, zum Beispiel, wenn du am Ende des Refrains oder des Beats kannst du dann einen wunderschönen offenen Akkord spielen, einfach das C, eine Position, also 2 Halbtöne hochgehen, 3 Bünde hoch und dann hast du ein offenes D. Das klingt dann so. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Okay, so das wäre jetzt die Begleitung, die ich hier bei Knocking on Heaven's Door verwenden würde. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Und das nächste Lied ist auch ein absoluter Klassiker. Wir geben jetzt Gas, damit wir dann durchkommen. Auch hierzu gibt es ein Tutorial von mir. Und das ist der Song auf, glaube 1960, wenn ich mich nicht täusche. Proud Mary
von Creedence Clearwater Revival. Gibt eine fantastische Version von Tina Turner, Icon Tina Turner, und die möchte ich euch nicht vorenthalten. So, left a good job in the city, working for the man every night and day. So, das ist ein D. So, hier hast du klassische Blues, Rock'n'Roll Begleitung und ein super schönes Riff. Ne? Okay, und am Anfang bei Tina ist es langsam. Ich spiele es hier. Das ist ein D-Power Chord mit der klassischen Blues-Begleitung. Hör einfach auf die Akzente. 1, 2, 3, 4. Immer die 3 leicht betonen. Und die ganze Strophe ist D. Left a good job in the city, working for a man every night and day. And I never lost 1 minute of sleeping, worrying about the things that might have been. Big wheels keep on turning, while Mary keeps on burning. Rolling, rolling, rolling on a river. So, hier ist entscheidend dieser Groove, das Abdämpfen, genau hier vor der Brücke, dass man diesen vollen Sound hinbekommt. Und dann wiederholt sich das in der zweiten Strophe. Oh, gleicher Groove, und dann kommt das Thema und mündet direkt in ein wunderbares Solo, kannst du super spielen. Hierzu habe ich ein Tutorial gemacht, und wenn du da tiefer einsteigen willst, guckst du dir das dann bitte an. Aber der Riff geht so: C, das sind alles Power Chords. Das ist C Power Chord, dann A. Nicht vergessen zu stoppen. So, bei Tina gehen die noch über das G hier, über das G auf das D. Also hier kommt dazwischen ist noch ein D, ein G, was sehr cool klingt. Und dann geht's im doppelten Tempo. If you come down to the river, und eine Oktave höher vom Gesang. But you're gonna find some people who live. Und das macht riesen Spaß. Das macht enorm viel Freude, hier das durchzupowern und dann hier die Hütte zum Glühen zu bringen. But you're gonna find some people who live. You don't have no money, you don't have no worry. People on the river are having a gift. Big wheels keep on turning. Proud Mary keeps on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Yeah, ha, ha. So, und so ein Song, der zieht, der bringt eine wunderbare Stimmung rein, er macht Laune, und er zwingt dich, Power Chords und eben diesen Blues, Rock'n'Roll Groove mal richtig auf Tempo zu bringen, aber dabei locker zu bleiben. Ne? Guck auf die rechte Hand, dass du das gut sehen kannst, was hier abgeht. Ne? Und gehen wir mal auf diese Kameraperspektive hier, dann siehst du das. Siehst du das? Das ist ein lockeres System hier. Die Drehung ein bisschen. Auf keinen Fall hier ackern mit dem ganzen Unterarm, sondern du musst dir vorstellen, dein Handgelenk deiner rechten Hand, das ist wie so als ob du so eine kleine Peitsche in der Hand hättest. Ne? Die Hand, wenn die locker ist, dann kannst du das alles so aus dem Handgelenk, siehst du, das ganze System hier, das muss locker sein. Ne? Das kannst du testen, indem du einfach deine Hand so greifst und dann
das Handgelenk nach vorne, seitlich, in alle Richtungen wackeln lässt, ob du locker genug bist. Und dann immer die Kraft rausnehmen. Und schau mal, wie sich das verändert. Guck mal hier. Bei hohem Tempo, das ist diese Drehbewegung. So, das war's zu Tipps für Proud Mary. Und ich sehe, hier kommen schon die ersten Wünsche. Mal gucken, ob ich die auch erfüllen kann. Ob das in meiner Liste drin war jetzt. Bert, Christiane. Mann, glaubst du wirklich, dass das ein Muss ist, dieser Song? Oder zumindest einer der Top-Songs für jede Feier? Mal gucken. Ja, tatsächlich! I got my first real 6-string, bought it at the 5 and dime, till my fingers bled with the summer of 69. Oh, Jasminchen schreibt, ich verkrampfe, als wenn ich schneller werde. Super, super, dass du das ansprichst. Und ich kann dir nur sagen, wenn du dir bewusst wirst, dass du verkrampfst, wenn du schneller wirst, dann ist deine Muskulatur noch nicht trainiert. Das ist wie bei einem Läufer. Wenn er versucht, die 100 Meter sehr schnell zu rennen und das nicht lange genug trainiert hat, dann verkrampft seine Muskulatur. Und das gleiche Phänomen hast du hier. Das bedeutet, tägliches Training, 5 bis 10 Minuten in diesem Bereich reinzugehen, das ist okay. Und nur so gewöhnt sich deine Muskulatur, die wird dann geschmeidiger, und immer dir bewusst machen, es funktioniert alles auf der Gitarre nur dann auf höheren Tempis, wenn man entspannt bleibt. In dem Moment, wo man beginnt zu krampfen, dann gehen sogar Power Chords nicht mehr, dann ist sogar sowas wie Smoke on the Water furchtbar anstrengend, ja, obwohl es wirklich nur 3-4 Akkorde hat. Ne? Und das ist mein Tipp. So hier bei jetzt Summer of 69, Stefan schreibt auch, ich greife dann immer fester, das ist psychologisch gesehen eine natürliche Körperreaktion. Der Körper will, er pusht, und dann kommst du in diesen Bereich hinein, wo du, wo es dir schwerer fällt zu spielen. Und ich kann dir nur raten, kurz in den Bereich reinzugehen, dir bewusst zu machen, dass du verkrampfst oder hart greifst, ja, das zu spielen, links. B.B. King hat gesagt, rechts ein Pfund Blei, links ein Pfund Federn. Da ist was dran an dieser Metapher. Na? Also links ganz locker. Und achtet bitte, wie wichtig dieser Groove und dieses Training ist bei Summer of 69. Na? Achtet bitte drauf. Hier haben wir auch ein ordentliches Tempo. Got my first real. So, hier, Achtung. Those were the best days of my life. So, hier seht ihr mein kleiner Finger, seht ihr, wie der sich abstützt hier, sodass das ganze System, wenn du das jetzt beobachtest, locker bleibt. Wenn das zu eng ist hier, dann kannst du, also ich mache das dann so, du kannst auch mit dem kleinen Finger, ja, oder ich gehe so rüber mit dem. Ja. Also auch hier habe ich ein Tutorial dazu, deswegen gehe ich jetzt nicht durch das ganze Lied und schnapp mir schon das nächste. Also Summer of 69 hat dann natürlich, also in die Begleitung ist das sowas von bekannt, ne, dieses.
dann hört ihr die Akzente. Das Intro dann lernen und dann hast du noch den Bereich Man, We Were Killing Times. Da spiele ich einfach nur Power Chords. Ne? Man, we were killing time, we were young and restless, needed to unwind. I guess nothing could last forever, forever. Okay, also das ist ein Klassiker. Hierzu habe ich ein Tutorial gemacht. Das lohnt sich 100% definitiv, sich das mal reinzuziehen. Und ihr habt wunderbar geraten, dass das in der Liste war. Und das nächste Liedchen ist auch relativ offensichtlich, fängt auch wie Summer of '69 mit dem Buchstaben S an und lautet... wie lautet es? Wer errät's? Ich spiele mal kurz an. Sweet Home Alabama. So, warum ist Sweet Home Alabama so cool? Weil man wunderbar mitsingen kann, okay? Also, Sweet Home. Big wheels keep on turning. So, hier kannst du D, dann greifst du ein C9, kannst du auch den kleinen Finger hier unten lassen und ein G-Dur. Also nichts Kompliziertes. Und auch wenn du jetzt begleitest und auf einer Party bist, auf einer Feier, dann sind die ganzen Einwürfe natürlich cool, zumindest im Intro, wenn du das spielst, dieses Intro. Na? Aber denke dran, im Original sind 3 Gitarren, also du musst dich nicht komplizieren. Wichtig ist bei so einem Song den Groove behalten und vielleicht zumindest das Zwischenspiel mal anzuspielen. Aber ansonsten ist hier wichtig, big wheels keep on turning, get me home to see my kin, singing songs about the Southland. I miss Alabama once again, and I know it's a sin. Und im Refrain kannst du zum Beispiel auch Power Chords spielen. Das wäre dann, ne? Sweet Home Alabama. Well. Und dann lässt du die Leute mitsingen. Und Sweet Home Alabama. Na? But I'm coming home to you. Das, was das Lied ausmacht, ist Refrain, die Leute animieren, mitsingen. Sweet Home Alabama, where the skies are so blue. Sweet Home Alabama, Lord, I'm coming home to you. Okay, das wäre mein vorletzter, naja, 3 Titel habe ich noch für euch. Und zwar, der nächste ist auch, naja, wir sind mit dem Buchstaben S durch und es ist so eines meiner Lieblingslieder. Das habe ich schon gespielt. Es ist ein deutsches Lied, das habe ich von Karat. Das habe ich schon gespielt, als ich 15, 16 war. Und ihr kommt immer wieder gut an. Ja, gleich, was könnte das denn sein? Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließe ich alle Türen nach mir zu.
Hier ist die Begleitung sehr dynamisch. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen müde und dann suche ich Trost in einem Lied. Über 7 Brücken musst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen. 7-mal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein. Und hier, das ist ein Song, da kann im Refrain singt da jeder mit, ne? Das ist ein absoluter Klassiker. Da halte ich mich auch jetzt nicht länger mit auf. Jeder kennt den Song, jeder kann mitsingen, es kommt eine super Stimmung auf. Genau wie bei dem nächsten Song, der auch ein absoluter Klassiker ist, den es auch in mehreren Varianten gibt. Und das ist der hier. Bündner Oststadtbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren, wie ein Pfeil sind sie vorbei. Und es tönt in meinen Ohren und der nasse Asphalt weht wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Also auch hier, ne, über den Wolken ist der absolute Klassiker, der immer wieder gut für Stimmung sorgt. Get Back ist natürlich auch mega cool. Können wir in Volume 2 reinpacken. Also wenn du dir dieses Video jetzt im Nachhinein anguckst, dann beginne mit deiner Liste der Lager-Party-Feuer-Zusammenkunft Lieder, die du am liebsten hören würdest, und pack sie unten rein, ja? Sodass wir dann in Volume 2 da auch einige von deinen Lieblingsliedern machen können. So, um was geht es hier in dem Video? In dem Video geht es, dir die Angst zu nehmen, dass das so schwer ist. Du siehst, in 90% der Fälle haben wir hier Grundakkorde am Start. Wenn du diese 20 Grundakkorde in Dur und Moll kennst und beim Rhythmus dich orientierst am Schlagzeug, ne? Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Und auf keinen Fall dir zu viele Gedanken machen sollst über diesen, was die rechte Hand hier macht. Ne? Das ist die rechte Hand, die muss 2, 3 Dinge beachten. Sie muss locker bleiben, sie muss die Snare vom Schlagzeug 1, 2, 3, 4, also die 3 betonen. Das ist bei fast allen Liedern so. Wenn du das mal drauf hast, 1, 2, 3, 4. Eins, 2, 3, 4. Und dann hörst du dir, ich mache am Ende noch ein Beispiel mit einem schwierigen Rhythmus, aber auch den, wenn man ihn runterbricht, ist es leicht. Also die Tutorials zu diesen Songs hast du. Ganz, ganz klar. So, und last but not least, ein Song haben wir noch, einer der übelsten Ohrwürmer, der jemals aus England gekommen ist. Hierzu packe ich sogar einen Capodaster in den zweiten Bund, damit ihr seht, dass man so ein Teil auch wirklich verwendet. Und danke an alle, die neu hinzugekommen sind und die sich das jetzt live angucken. Hallo, Mensch, Wahnsinn, wir sind 140 gerade. Ich freue mich so, das für dich hier machen zu können und dir die Sorge zu nehmen, dass du das nicht hinbekommst. Es ist alles machbar. Es ist alles machbar. Nur, es braucht entspannte Geduld und Beharrlichkeit und dann klappt es. Ja?
So, finaler Song, Wonderwall von Oasis. Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Auch hierzu habe ich ein Tutorial schon gemacht, sehr, sehr ausführlich. Das kannst du dir auf jeden Fall jetzt im Nachhinein, gibst du in die Suchmaschine ein, hier auf meinem Kanal, und dann kannst du das auch lernen. Back to the world. So, hier gibt es so viele Videos, wie dieser Rhythmus erklärt wird, down, down, up, up, down, down, up, up, down, down. Ich habe es bei dem Video auch gemacht, bei dem Tutorial, aber im Grunde genommen ist es, wenn du dir das anhörst in der Aufnahme, dann hörst du genau, welcher Grundrhythmus die Basis bildet. Also und das war's. Und mit dem spielen die dann hier mit diesen Akkorden. Die zwei Finger bleiben hier immer liegen. Sind natürlich noch ein paar Akzente drin, aber die sind gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass du diesen Groove durchhältst. Ja? Und das ist es. Und die Akkorde sind ja nicht viele hier in dem Song. Ne? Know the roads, we have to walk the winding. And all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. After all, you're my wonderwall. Marco schreibt hier, ist mein erster Song gewesen, den ich komplett spielen könnte. Bonte McFly. Ich bin gerade mal an einen Punkt gekommen, wo es etwas anspruchsvoller wird. Der Anspruch an mich selbst, und irgendwie drehe ich mich im Kreis mit meinen Pentatonikern. Die Pentatoniken, die sind ja nur für den Solo-Bereich gedacht. Ne? Da hast du dann die Hauptarbeit zu investieren, aber 90% deiner Zeit bist du ein Rhythmusgitarrist. 90% deiner Zeit übst du die Grundakkorde und die Rhythmen. Und wenn du da drin dieses Bauchgefühl entwickelst, dass es anfängt zu funktionieren, dass du die Akkorde gut greifen kannst, dass du ein Gefühl für die rechte und für die linke Seite hast und so ein Repertoire mal von, nimm dir vor, pro Jahr mal ein Dutzend Songs zu lernen, einen pro Monat mit einer schönen Begleitung, mit den Grundakkorden. Das baut dein Selbstbewusstsein so dermaßen auf, das gibt dir so einen Boost, und es gibt das ist ein bisschen anspruchsvoller hier. Es gibt so schöne, einfache Lieder. Kauf dir das Ding-Bücher, die sind absolute Empfehlung von mir. Ich habe auch schon Videos gedreht über das Ding, kannst du hier im Kanal einfach eingeben in die Suchmaschine das Ding, und dann findest du, wie ich da mit diesen Büchern umgehe. Super Tipps von mir. Und wenn du diese 1600 Songs aus diesen 4 Büchern mal durchblätterst und dann machst du dir eine Liste von 12 Songs, die du in diesem Jahr spielen möchten könntest. Begleitung ist ganz, ganz wichtig. Und was die meisten als grundsätzlichen Fehler machen, die meisten, dass sie den Anspruch viel, viel zu hoch setzen. Deswegen habe ich heute dieses Video auch gemacht, um hier Freude zu vermitteln an der Begleitung mit der Gitarre. Und das war es auch schon jetzt mit den Songs, höre ich jetzt auf. Was ich jetzt dir noch vermitteln möchte, ist ein bisschen positive Energie und ein bisschen Motivation, sodass du die Gitarre vor allen Dingen jeden Tag zur Hand nimmst. Das ist der Schlüssel. Also du hast dann, sagen wir mal, diese 1600 Songs aus diesen 4 Büchern, die ich unbedingt empfehle, dass sie jeder haben sollte. Ne? Und
Du hast ja dann aus dem ersten Buch 10 oder 20 Titel aufgeschrieben. Die packst du dann in eine ein bisschen ja, aktuell arbeiten am Computer, stellst du dir eine Excel-Tabelle und dann trägst du diese Lieder ein und lernst im ersten Jahr 1 Dutzend. Also als ich angefangen habe mit meiner Band, mit meiner Schulband, konnte ich vielleicht 20 Akkorde auf der Gitarre so halbwegs spielen. Und wir haben viel mit Power Chords gespielt. Und wir haben dann die Band gegründet und haben 6 Monate lang jede Woche geprobt. Und nach 6 Monaten, jede Woche proben, hatten wir 11 Lieder. Da war Get Back dabei. Juju was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Okay. Und da war dann dabei Jailhouse Rock, Want to Party in the County Jail, from down there they began to wail, bowing down and a jump began to swing, the shooter knocked out, chill but chill, let's rock, everybody let's rock. Und ich konnte diesen Groove, da war Marmorstein dabei, ne? Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, 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 dam. Und sag's nochmal, in 90% der Fälle, in absolut 90% der Fälle ist das, was die Leute hören wollen hier. Marmorstein und Eisenbrech, aber unsere Liebe nicht. Und damit bist du auch am meisten beschäftigt. Ich auch. Wie man so schön sagt, die Euros oder die Dollars, die liegen bei diesen Liedern und nicht bei auch egal wie schön das für dich ist. Oder ne? There's a shiver in the dawn and it's raining. Oder natürlich unser Zeug wie das hier, ne? Wer will das nicht spielen? Ich kenne niemanden. Das will doch jeder. Aber diese Songs, die habe ich erst nach Jahren des Spielens, nach Jahren des Spielens mit meiner Band, bin ich die angegangen. Und viele machen den Fehler, sie kommen zu einem Gitarrenlehrer oder sie lernen online und denken, also ich muss doch irgendwie nach einem halben oder nach einem Jahr jetzt irgendwie Stairway to Heaven spielen können oder Sultans of Swing oder Hotel California. Nein, niemand konnte das. Kein Mensch hat das jemals gekonnt. Das sind absolute Champions League Lieder und die schwersten überhaupt. Und ich habe Menschen kennengelernt, die haben Jahre des Lebens verschwendet, haben diese Songs geübt und konnten Knockin' on Heaven's Door nicht spielen. Also, für dich zur Motivation, schnapp dir 10 dieser Lieder, mach eine Liste, lern sie in den nächsten Monaten mit Begleitung und das boostet dein Selbstvertrauen. Das gibt dir dieses Gefühl, dass du es schaffst. Und dann steigerst du dich in kleinen Schritten. Du beginnst bei Level 2, 3 und nicht bei Level 10, beim höchsten Level, den es gibt, weil da wirst du ganz, ganz sicher scheitern. Okay? So, jetzt gucken wir nochmal in den Chat, wenn wir hier noch haben. Ja, super. Okay, ihr Lieben, das sollte es auch für heute gewesen sein. Bei mir klingeln die Schüler schon an der Tür und warten, aber meine Frau empfängt die dann unten. Hat wieder Spaß gemacht, das liegt auf der Straße rum. Ja, vielen Dank, Horst. Sehr gerne. Also ich hoffe, ihr habt heute so einiges gelernt. Super, lieber Günther. Einfach mal raus in die Fußgängerzone, das sehe ich genauso. Ich habe die bis jetzt noch nicht gelernt. Gut. The Wall reicht schon. Ja, genau. Für 10 Jahre. Me and Bobby für Teil 2. Also, ihr macht eine Liste, nicht hier im Chat, sondern wenn das Video jetzt online ist, schreibst du, wenn du das Video anguckst oder später nochmal siehst, deine Songs für Volume 2 rein, so dass ich dann schon mal, also ich werde nicht alle machen können, aber dass ich für Volume 2, das machen wir den nächsten Monat, wieder 10 Lieder habe, die ich dann für euch begleite. Also, was ich dir mitgeben will, ist das. Es ist bei weitem leichter, wie die meisten es denken, wenn sie mit Songs anfangen, die auf dem
von Level 1 bis 10 auf Level 1, 2, 3 sind, sich dann steigern auf 3, 4, 5. Viel leichter. Die Basic Patterns, 2, 3 Picking Patterns, 2, 3 Rhythmen. Denk an die Betonung der 3, 1, 2, 3, 4. Wir haben Schlagzeug, 1, 2, 3, 4. Spiel den Blues ein bisschen, Shuffle, mach einen Rock'n'Roll draus, spiel schneller. Und dann hast du schon 70-80% der Begleitung abgedeckt. Also, und dann lerne noch die Power Chords und dann kannst du so viel Zeug spielen mit Power Chords, kannst du alle Leute, die sind glücklich, wenn sie das hören. Ne? Was wären wir ohne Power Chords? Ne? Also ihr Lieben, das war's von meiner Seite. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ja, wie immer, mir hat es Spaß gemacht, diese Stunde, also genau eine Stunde jetzt, mit euch live hier zu sein. Sei so nett, wenn dir meine Arbeit gefällt. Unterstütze mich. Geh auf meine Patreon-Seite, trag dich dort bei den Unterstützern ein. Ich habe dort bald Ziel Nummer 3 erreicht. Und das bedeutet, ich kann noch mehr Zeit investieren hier in den Online-Unterricht mit euch. Ganz, ganz liebe Grüße, hier war Horst. Ich hoffe, du bist motiviert, konntest ein klein bisschen was mitnehmen, ein bisschen besser werden, ein bisschen Motivation und Freude an diesem Instrument, an der Liebe zur Musik finden. Das wünsche ich dir und ja, natürlich einen wunderschönen Tag noch und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.